Für den Beton nehme ich immer 1 Teil Zement und 3 bis 4 Teile Quarzsand. Die mische ich dann erstmal trocken und gebe dann so nach Gefühl Wasser hinzu, ungefähr 1 Teil. Aber da muss man gucken, wann das eine Konsistenz ergibt, mit der sich gut arbeiten lässt. Als nächstes nehmen wir uns unsere Styroporkugel und schneiden uns da ein Loch rein, das groß genug ist, damit die Kupferrohrverbindung da reinpasst. So, jetzt werden wir das aber erstmal mit Öl anstreichen, damit sich der Beton dann im Anschluss besser aus der Form lösen lässt. Dann schließen wir die Form. So, und werden die mit Tape bekleben, damit die auch wirklich nicht aufgeht. Dann stellen wir unsere Kugel auf so ein kleines Schälchen, damit es auch einen guten Stand hat, und füllen den Beton ein. Zwischendurch kann man auch immer mal mit so einem Stäbchen da reinstochern, damit sich der Beton auch gut legt und die Luftblasen nach oben treten. Wenn die Kugel dann bis oben hin mit Beton gefüllt ist, warte ich eine Weile, damit sich das Wasser oben absetzen kann. Das würde ich dann abgießen und dann noch ein bisschen Beton dazugeben und dann im Anschluss die Kupferrohrverbindung da reinstecken. So, es hat sich jetzt ein bisschen Wasser abgesetzt. Das gieße ich jetzt ab. Und dann kommt da noch ein bisschen Beton dazu. Achte darauf, dass die Kugel nicht ganz bis zum Rand mit Beton gefüllt ist, weil sie ja auch noch eine gewisse Dicke hat. So, und dann setzen wir einfach unsere Kupferrohrverbindung da rein, ungefähr bis zur Hälfte. So, und dann muss das einige Tage lang trocknen. Ich habe den Beton jetzt 3 Tage lang trocknen lassen und werde ihn jetzt aus der Form lösen. So, der Beton wird jetzt noch einige Tage brauchen, um wirklich ganz durchzutrocknen. Als nächstes werden wir hier die groben Ecken und Kanten abfeilen. Und damit die Kugel auch einen sicheren Stand bekommt, werden wir die hier unten auch noch ein bisschen abfeilen, damit sich so eine gerade Fläche ergibt und sie dann gut stehen kann. Wenn der Beton dann gut durchgetrocknet ist, nehme ich mir Blattmetall und so eine Anlegemilch und werde jetzt die Kugel an ein paar Stellen mit dieser Anlegemilch bestreichen und die dann erstmal so 20 Minuten einziehen lassen. Ich habe die Anlegemilch jetzt 10 Minuten antrocknen lassen und werde da jetzt noch eine Schicht drüber geben, weil Beton ja ein stark saugendes Material ist. Und dann werde ich das Ganze nochmal 10 Minuten antrocknen lassen. Nach den weiteren 10 Minuten werde ich jetzt dieses Blattmetall nehmen und es da drauflegen und das dann mit einem trockenen und weichen Pinsel so ein bisschen festdrücken.
So, und das überschüssige Blattmetall wird dann einfach so weggestrichen. Zum Schluss kommt da noch eine Kerze rein und dann ist man auch schon fertig.